Ansonsten geht's ihr gut, der Kaiser hört auf ihren Rat. Er setzt im Spiel der Macht die Dame vor den Turm. Die Schwiegermutter hält den Spielverlauf für desolat und sammelt ihre treue Schar zum letzten Sturm. Sie hat auch gesagt, das Konkordat sei ihr suspekt. Ich fürchte, der Kaiser durchschaut noch nicht, was sie bezweckt. Die Frage heißt, wer oder sie? Es geht um die Monarchie. Es muss uns passieren. Aber was? Auf unseren Kaiser ist jetzt kein Verlass. Es ist unerträglich, wie sie die Ungarn protegiert. Ein Aufrührer ist zum Staatsminister avanciert. Sie kennt Liberale und liest verbotene Literatur. Wo soll das noch hinführen? Sie herrscht wie eine Pompadour. Ihr Einflussnehmer die Geschäfte an der Börse. Statt Goethe und die Schiller rezitiert sie feine Verse. Und zwar gleich, sonst wird die Kaiserin zu einflussreich. Ich kann ja den Kaiser verstehen. So? Nun ja, als Mann. Sie ist eben wirklich schön. Schön. Sind auch andere. Oh, ich verstehe. Ist das ein Plan? Eine Idee. Feuer muss man mit Feuer bekämpfen. Und eine Frau? Mit einer Frau! Man muss den Kaiser von der Hörigkeit befreien. Er müsste erfahren, dass es nicht nur die eine gibt. Es ist an der Zeit, dass er nicht nur die eine liebt. Man müsste für ihn was ganz Intimes arrangieren. Ich selbst übernehme es, ihm eine Zirze zuzuführen. Vom moralischen Standpunkt muss ich heftig gegen diesen Vorschlag protestieren. Aber vom Politischen halte ich ihn für ausgezeichnet. Die Frage heißt, Wir oder sie? Es geht um die Monarchie. Es muss was geschehen. Mann von Adel schwärmt für die Kultur. Er mag es wahr und gut und schön. Es hebt und es verzaubert die männliche Natur, in Wien am Abend auszugehen. Zum Glück gibt es genügend Theater in der Stadt und ist dort gerade nicht Saison. Und hat man auch die Mädels vom Hofballett schon satt, dann geht man in Frau Wolfs Salon. Fedenti coglioni. Cazzi di merda!
Nur kein Genieren, warum sich zieren in diesem Etablissement? Raus mit den Kröten, uns nicht erröten, wir sorgen fürs Amüsement. Im Frauensalon sagt man nie Pardon, wenn der Drang sie übermannt. Der Ziel fulminant den Schwanz. So viele nette Damen in einem netten Rahmen. Intensiver von man träumen kann. Marie ist dumm und drollig, Helene ist rund und mollig, Tatjana fängt im Bett zu fluchen an. Wir Herren, die gerne schmusen, gerät mit dem weichen Busen und jemand Lederpfennig jeden Mann, Den die Gefahr noch fasziniert. Die Kleine hat sich infiziert. Nur kein Genieren, warum sich zieren in diesem Etablissement? Raus mit den Kröten und nicht erröten, wir sorgen fürs Amüsement. Im Frauensalon sagt man nie Pardon, wenn der Drang sie übermannt. Fulminant, entspannt. Nicht jeder kommt persönlich. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Vertrauter seinen Herrn vertritt. Statt selbst hier abzusteigen, lässt er sich alle zeigen und nimmt für seinen Herrn die Schönste mit. Der hier kommt von ganz oben und der ist sehr zu loben. Er trifft die Wahl mit Kennerblick. Die Kleine wirkt so fiebrig heiß, aus einem Grund, den er nicht weiß. Warum sich zieren in diesem Etablissement? Raus mit den Kröten, nicht erröten, wir sorgen fürs Amüsement. Im Salon sagt man nie Pardon, wenn der Drang sie übermannt. Fulminant, entspannt. Manchmal ist das Resultat frappant. Ein Arzt! Ihre Majestät, die Kaiserin, sie ist gestürzt. Holen Sie Dr. Seeburger, er ist bei der Erzherzogin. Sie helfen mir, die Kaiserin hinzulegen. Gott sei Dank. Sie kommt wieder zu sich. Sie schmerzt, Majestät. Nein, es geht schon wieder. Hier kommt der Arzt. Was ist geschehen? Sie lag da unter den Ringen, ohnmächtig. Es muss ihr schwindlig geworden sein. Naja, kein Wunder, sie ist ja nicht. Und dann diese Turnerei. Die Erzherzogin war immer dagegen und ich auch. Aber die Kaiserin hörte nicht auf wohlgemeinte Ratschläge. Lassen Sie uns allein. Der Puls, Es geht schon besser. die Stirn ist heiß, Es fehlt mir nichts. der Lidrand beinahe weiß. Wenn ich mich nicht irre, und ich irre nie, ist dies die gewisse Maladie. Eine Infektion, Majestät. Nicht lebensgefährlich, aber unangenehm. Das, was man eine französische Krankheit nennt.
Das ist infam, was fällt Ihnen ein? Was Sie da sagen, ist ganz unmöglich. Unmöglich, warum? Auch Kaiser sind schwach. Mein Mann ist mir treu. Das ist ein Irrtum. Gott, wenn das stimmt, hat mich mein Mann tief in den Schmutz gezogen. Das allerdings. Ich werde ihn hassen, wird ihn für immer verlassen. Noch besser, ich bringe mich um. Tu es, Elisabeth. Ich freue mich auf dich. Das ist vielleicht die letzte Chance.